Göttingen, Sommer 1959. Wir befinden uns in einem Windkanal der Aerodynamischen Versuchsanstalt. Vor uns steht eine Versuchsmaschine. 2 Meter Spannweite. Die gesamte Versuchsanordnung rund 800 Kilogramm schwer. Angetrieben von einem 60 PS Elektromotor. Eine flache Scheibe aus Holz, die charakteristische Pilotenkanzel vorne. Die Jalousienklappen darunter. Kein kleines Modell, keine Demonstration, eine vollwertige Forschungsanlage. Heinrich Focke ist an diesem Projekt beteiligt. Er ist 68 Jahre alt. In unserem ersten Video über den Focke-Rochen haben wir euch erzählt, dass die Windkanalversuche die Aerodynamik bestätigen, dass Fockes Rechnung aufging. Das stimmte, was die bisherigen Quellen sagten, aber jetzt haben wir den Originalbericht, alle 61 Seiten. Und darin steht etwas anderes. Der Rochen hatte ein Problem und das Team hat es selbst gefunden und schriftlich festgehalten. Wer bisher über den Focke-Rochen geschrieben hat, stützte sich auf dieselbe Handvoll Sekundärquellen. Sie alle nennen das Windkanalmodell als ungefähr 1:10 Maßstab, etwa so groß wie ein Wagenrad. Das klingt nach einem bescheidenen Holzmodell, das einem alten Ingenieur erlaubt, seine Idee noch einmal zu überprüfen. Der Originalbericht nennt andere Zahlen. Maßstab 1:5, 2 Meter Spannweite, 1,12 Meter Rotordurchmesser, Antrieb durch einen 60 PS Elektromotor, Gesamtgewicht 800 Kilogramm. Zum Vergleich, ein Mittelklassewagen wiegt heute rund 1400 Kilogramm. Das Windkanalmodell des Rochen brachte mehr als die Hälfte davon auf die Waage. Das ist kein Maßstabsmodell, das ist eine Versuchsmaschine. Borgward hat das nicht mal eben in der Werkstatt zusammengeschraubt. Woher kommt dann das 1:10 Modell aus den alten Quellen? Die ehrliche Antwort? Wir wissen es nicht genau. Focke hatte in seinem Haus in Bremen einen kleinen privaten Windkanal. Denkbar wäre, dass er dort vorab ein einfaches 1:10 Modell gebaut hat, um die Grundidee zu testen, bevor Borgward das große 1:5 Modell finanzierte. Belegt ist das nicht. Im Originalbericht gibt es keinen Hinweis auf ein Vorgängermodell. Am wahrscheinlichsten ist, eine frühe Quelle hat den Maßstab geschätzt oder falsch abgelesen und alle folgenden haben es übernommen. Auch das Datum stimmt nicht. Fast alle Quellen schreiben von Windkanalversuchen Mitte der 1950er Jahre. Der Bericht trägt das Datum 21. Dezember 1959. Die Baubeschreibung, das Angebot, mit dem Borgward den Auftrag bekam, stammt von Januar 1957. Die eigentlichen Messungen liefen dann im Mai und Juni 1959 in Göttingen, nicht in Bremen. Der Bericht wurde im Dezember geschrieben und plant bereits weitere Messungen für Ende Februar 1960. Und in dieser Zeit fanden die Ingenieure heraus, was wirklich passiert, wenn man diese Scheibe in Bewegung setzt. Die ersten Messungen im Windkanal waren ermutigend. Ohne Vorwärtsgeschwindigkeit, also im Schwebeflug am Ort, erreicht das Modell den erforderlichen Auftrieb ohne Probleme. Die Rotoren arbeiteten sauber. Die Konstruktion hielt, was Fockes Berechnungen versprochen hatten. Auf dieser Basis rechneten die Ingenieure die Großausführung durch. Das Ergebnis? Für eine 3500 Kilogramm schwere Vollausführung würde man 1710 PS an den Rotoren benötigen. Mit 2 General Electric T58-Turbinen, dem damals modernsten kompakten Strahltriebwerk, wären an den Rotoren rund 1980 PS verfügbar. Die Differenz ergibt eine berechnete vertikale Steiggeschwindigkeit von 5,78 Metern pro Sekunde. Das sind fast 21 Kilometer pro Stunde senkrecht nach oben. Für ein Flugzeug dieser Größe ist das respektabel. Stellt euch das vor. Ihr stellt eine Badewanne in einen Schacht und drückt sie mit einem Kompressor direkt nach oben. So ungefähr würde der Rochen senkrecht starten. Keine Startbahn, keine Rollbewegung, kein Anlauf. Einfach senkrecht hoch. Das war eine Hochrechnung aus den Modellmessungen. Keine Garantie. Die Zahlen passten. Der Senkrechtstart erschien leistungsmäßig machbar. Dann begannen sie, den Rochen vorwärts zu bewegen. Schon bei mittleren Fortschrittsgraden, also bei moderaten Windkanalgeschwindigkeiten,
passierte etwas, das im Bericht knapp und sachlich formuliert ist, aber in der Praxis dramatisch war. Die gegenläufigen Rotorblätter berührten einander. Und nicht nur das, sie beschädigten sich dabei. Die Fototafel im Bericht dokumentiert die Schäden an den äußeren Hinterkanten. Echte Materialschäden. An einem Versuchsgerät, das 800 Kilogramm wiegt und seit 2 Jahren im Aufbau ist. Das allein wäre schon ein ernstes Problem gewesen. Aber es gab ein zweites und das war noch grundsätzlicher. Die Ingenieure stellten fest, dass bei Vorwärtsgeschwindigkeiten fast die gesamte Rotorluft von vorne angesaugt wurde. Die Luft kam also nicht mehr von oben wie im Schwebeflug, sondern von vorne. Und die Rotoren bliesen sie fast senkrecht nach unten aus, rund 70 Grad gegenüber der Anströmerichtung. Das klingt nach einer technischen Randnotiz. Es war das eigentliche Problem des gesamten Projekts. Stellt euch vor, ihr haltet einen Eimer Wasser und schüttet ihn, statt nach hinten, senkrecht nach unten aus. Das Wasser bremst euch, statt euch anzutreiben. Genau das passiert mit dem Rochen. Die Luft, die eigentlich Schub erzeugen sollte, wurde so stark umgelenkt, dass sie einen gewaltigen Widerstandsanteil erzeugte. Einen Widerstand, den die Ingenieure durch keine noch so ungünstige Annahme über den normalen Stirnwiderstand des Modells erklären konnten. Die Ingenieure nannten das den induzierten Scheinwiderstand. Ein physikalisches Phänomen aus der Tragflügeltheorie, das aber beim Rochen in dieser Stärke niemand vorhergesagt hatte. Die resultierende Luftkraft war um etwa 35 Grad nach hinten geneigt, statt nach vorne. Der Antrieb arbeitete weitgehend gegen die Flugrichtung. Die Rotoren drehten, der Senkrechtstart funktionierte und dann beim ersten Vorwärtsflugversuch beschädigten sich die Rotorblätter und gleichzeitig zeigte die Messung, dass die Scheibe trotz laufendem Antrieb kaum vorankam. Nach 18 Jahren Warten auf diesen Test war das der Moment, der alles auf den Prüfstand stellte. Das war der Moment, in dem klar wurde, dieser Rochen kann nicht einfach schneller werden. Er muss grundlegend umgebaut werden. Das Bemerkenswerte: Die Ingenieure hatten die Ursache sofort verstanden und sie hatten die Lösung direkt parat. Der Bericht beschreibt den geplanten Umbau mit technischer Präzision. Die unteren Jalousienklappen sollten vollständig geschlossen werden. Die oberen Klappen sollten als sogenannte Fangdiffusoren umgebaut werden. Sie sollten die von vorne kommende Luft einfangen, abbremsen und dann möglichst parallel zur Flugrichtung nach hinten ausblasen. Dazu kamen Hilfsflügel, die dabei helfen sollten, die Luft umzulenken. Das Prinzip: Statt die Luft nach unten abzuwerfen, sollte der Rochen sie wie ein Windkanal um die Umlenkecke führen und direkt nach hinten rausschicken. Damit kein induzierter Scheinwiderstand mehr. Dann echter Vortrieb. Für diese neue Anordnung lagen zum Zeitpunkt des Berichts noch keine Messwerte vor. Die Ingenieure waren optimistisch und das war nicht grundlos. Aber bewiesen war es nicht. Der Bericht datiert hierzu den 21. Dezember 1959. Was danach mit dem Modell passierte, ist nicht dokumentiert. Was der Bericht bereits ausrechnen konnte, auf Basis der vorhandenen Messwerte, gedacht mit geschlossenen unteren Klappen und Ausblasrichtung nach hinten statt nach unten, aber noch ohne die volle Diffusorwirkung, ließ sich eine vorläufige Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h ableiten. Mit dem vollständigen Umbau hielten die Ingenieure etwa 400 km/h für wahrscheinlich. Wesentlich mehr, schrieben sie, sei wegen des begrenzten Diffusorwirkungsgrades unwahrscheinlich. Damit wäre der Rochen erheblich schneller gewesen als alle damaligen Hubschrauber. Zum Vergleich: Amerikanische und britische VTOL-Experimente der gleichen Ära, die sogenannten fliegenden Jeeps und das britische Saunders-Roe-Gerät, kamen auf 23 bis 45 Stundenkilometer. Fluggeräte mit Motorleistungen von mehreren hundert PS, die kaum Schrittgeschwindigkeit übertrafen. Das Rochen-Team vermutete, die Ursache sei dieselbe und aus den kurz darauf eingetroffenen Windkanaldaten der amerikanischen Firma Hiller zeigte sich: ähnliche Blattschäden, ähnlicher Widerstand. Ob Hiller die Ursache zu diesem Zeitpunkt bereits selbst erkannt hatte, wusste das Team nicht. 340 bis 400 km/h ist nicht das Wunderflugzeug, das manche Internetquellen dem Rochen inzwischen angedichtet haben. Manche nennen sogar 700 km/h, was schlicht nicht belegt ist. Was der Bericht sagt: 340 km/h wären schneller gewesen als jeder Hubschrauber bis dahin.
Und die Ingenieure wussten, wie man dahin kommt. Wenn ihr wissen wollt, wie Focke überhaupt auf die Idee des Rochen kam, wie er den ersten brauchbaren Hubschrauber der Welt baute, warum er nach Frankreich und Brasilien musste und was er in Bremen 1957 als erstes tat, als er wieder frei war, naja, dann haben wir dazu bereits ein Video. Direkt hier oben. Die Biografie, die Idee, die 18 Jahre Wartezeit. Kurz gesagt, alles, was vor diesen Windkanalversuchen passiert ist. Was bleibt vom Focke-Rochen? Ein Bericht, der zeigt, dass die Geschichte komplizierter war als bisher erzählt. Ein Modell, das nicht einfach scheiterte, sondern an einem konkreten Problem arbeitete, eine Lösung entwickelte und dann verstummt. Und ein Team, das unter dem Kürzel FO-AL Focke und seine Mitarbeiter 61 Seiten hinterlassen hat, die 60 Jahre lang niemand ausgewertet hat. Die Sekundärquellen, auf denen das bisherige Wissen über den Rochen basiert, hatten den falschen Maßstab, den falschen Ort, das falsche Datum und das falsche Ergebnis. Der Originalbericht sagt, der Senkrechtstart erschien leistungsmäßig machbar. Der Vorwärtsflug hatte ein konkretes, international aufgetretenes Problem. Das Team hatte die Ursache verstanden und die Lösung entwickelt. Weitere Maßnahmen waren für Ende Februar 1960 bereits geplant. Ob diese Messungen je stattfanden, wissen wir nicht. Was danach passierte, ist in den vorliegenden Akten nicht dokumentiert. Das ist die ehrliche Antwort. Und ja, das unbefriedigendste Ergebnis dieser Geschichte. Ein Abo kostet nichts und hilft uns, mehr solche Originalberichte aufzutreiben.